Der Schrank für meine Stative soll einen Massivholz-Einlegeboden mit Aussparungen bekommen. Dafür richte ich zuerst ein paar Bretter ab. Diese Stücke habe ich zuvor aus einer Bohle herausgeschnitten, zusammen mit den Teilen für die Rahmen und Schubkästen. Im Betrieb haben wir fürs Abrichten eine Kombi-Hobelmaschine. Das heißt, sie kann sowohl als Abrichte als auch als dicken Hobel benutzt werden. Eine Abrichte entfernt alle Unebenheiten, Windungen und Bögen aus einem Werkstück. Sie garantiert, dass die Flächen plan sind und alle Winkel 90 Grad haben. Einen dicken Hobel bringt das Werkstück auf eine exakte Dicke und sorgt für die Parallelität von gegenüberliegenden Flächen. So erhält man Bretter, die einem annähernd perfekten Quader entsprechen. Ich hobel die 3 Bretter dabei auf 2 Größen. Die fertige Platte soll aus gleichmäßigen, immer gleich großen Lamellen bestehen. Wenn man jetzt alle Lamellen direkt gleich schneidet und alles verleimt, nimmt man sich aber jeden Spielraum für Korrekturen. Kleine Toleranzen in den einzelnen Brettern summieren sich und können das Endmaß verzerren. 10 Bretter mit je 10 cm Breite ergeben nicht unbedingt genau 1 Meter, sondern plus minus ein paar Millimetern. Besser ist es deshalb, die äußersten Lamellen etwas breiter zu machen, dann alles zu verleimen und im Anschluss die ganze Platte auf exakt das Maß zu schneiden, das man braucht. So kann man noch korrigieren und ein Gesamtmaß schneiden, hat am Ende aber trotzdem eine gleichmäßige Erscheinung. Mehrere dieser Bretter würde ich jetzt zu einer kleinen Platte verleimen. Dafür bringe ich ein paar Lamellos ein. Die tragen in diesem Fall aber nicht zur Stabilität bei, sondern dienen lediglich als Führung beim Verleimen, damit es nicht verrutscht. Alles verzwingen und nachdem das Ganze ein paar Stunden getrocknet ist, kann ich die entstandene Platte noch einmal rundum anschneiden, um auf das Endmaß zu kommen. Zwischen allen Schnitten, die ich mache, wechsle ich manchmal das Sägeblatt. So ein Sägeblatt hat viele Attribute, die die Schnitteigenschaften ändern. Je nach Werkstoff und Schnittrichtung sollte man deshalb das passende Sägeblatt wählen. Grundsätzlich kann man mit jedem Sägeblatt auch fast jeden Schnitt machen, nur die Schnittqualität unterscheidet sich sehr. Bei Vollholz ist außerdem die Schnittrichtung entscheidend. Ein Längsschnitt, also ein Schnitt entlang des Faserverlaufs, verhält sich anders als ein Querschnitt. Die Form der Zähne, die Winkel der Flächen zueinander, die Sägeblattgröße und Drehzahl, das alles hat Auswirkungen auf den Schnitt. Der Spanwinkel zum Beispiel ist entscheidend dafür, wie der Zahn in die Fläche eintaucht und ob es das Werkstück in das Sägeblatt hineinzieht oder wegdrückt. Je nachdem, was man schneidet oder mit welcher Art von Kreissäge, sollte der Spanwinkel deshalb ein anderer sein. Das offensichtlichste Merkmal ist die Anzahl der Zähne und die Zahnform selbst. Hier gibt es viele verschiedene Zahnspitzen, die oft auch auf einem Sägeblatt miteinander kombiniert werden. Hier seht ihr noch den Spaltkeil, eine Sicherheitsvorrichtung, und dieses Minisägeblatt hier vorne ist ein Vorritzer, der bei beschichteten Platten die Unterseite quasi verkehrt herum leicht anschneidet. Dadurch verhindert er, dass Stücke aus der Beschichtung platzen. Zusätzlich geht es noch einmal durch den dicken Hobel, damit zwischen den Lamellen keinerlei Versatz ist. Der Boden soll Aussparungen bekommen, in denen die Stative später hängen können. Die stelle ich her, indem ich ein paar Löcher bohre und danach die Platte bis zu diesen Löchern einschneide. Die letzten Stücke müssen dann noch von Hand entfernt werden. Außerdem versehe ich die Kanten in den Aussparungen mit einer 2 mm Rundung. Dafür nutze ich diese kleine Kantenfräse. Der Boden hängt später in einer System 32 Reihenlochbohrung. Das System 32 ist ein standardisiertes Möbelsystem. Die meisten von euch haben sicher schon einmal diese Löcher in den Seiten von vielen Möbeln gesehen. Die haben einen bestimmten Abstand zur Vorderseite und untereinander. Und die hintere Lochreihe ist in einem Rastermaß von der vorderen Reihe entfernt. Um diese Abstände penibel einzuhalten, nutze ich eine Aluminiumschablone mit einem dazugehörigen Bohrer. In diese Lochreihe kann man dann viele verschiedene Beschläge einbringen, zum Beispiel Scharniere,
Schubkastenführungen, Klappenhalter und eben auch Bodenträger. Wir haben auch einen Bohrautomaten im Betrieb. Das kann man sich vorstellen wie eine Ständerbohrmaschine mit nicht nur einem, sondern gleich 7 Bohrern nebeneinander, die auf Knopfdruck 7 dieser Löcher in korrekten Abstand und in der richtigen Tiefe bohrt. Ich persönlich mag diesen Automaten nicht sonderlich, weil man sich sehr schnell vertun kann und dann gleich das ganze Werkstück versaut. Wenn man also nicht mehrere gleiche Seiten mit diesen Löchern versehen muss, ist mir die Schablone lieber, weil man hier vor dem Bohren noch einmal prüfen kann, ob alles an der richtigen Stelle sitzt. Oft bauen wir den Korpus auch erst zusammen und bringen die Reihenlochbohrungen dann im Nachhinein an. Die Teile können dann jetzt für das Lackieren vorbereitet werden. Dafür schleife ich alle Stücke schrittweise mit immer feinerem Schleifpapier, bis hoch zu einer 320er Körnung. Um sicher zu gehen, dass das Furnier später auch glatt bleibt, wässere ich es vor dem letzten Schleifgang noch. Das heißt, ich nehme einen leicht nassen Lappen und fische damit die Oberfläche ab. Das lauwarme Wasser sorgt dann beim Verdunsten dafür, dass sich die durchtrennten Holzfasern an der Oberfläche aufstellen. Dadurch wird die Oberfläche noch einmal richtig rau. Wenn man dann noch einmal darüber schleift, wird das Endergebnis noch besser, weil es noch einmal glatter wird und es keine Fasern gibt, die sich noch aufstellen können, wenn doch mal Feuchtigkeit in das Furnier kommen sollte. Ich lasse die Platten also nach dem Wässern erst einmal eine Weile liegen, bis alles wieder trocken ist und schleife dann noch einmal mit frischem 320er Papier und sanftem Druck darüber. Nach dem Schleifen entstaube ich die Oberfläche. Der Holzstaub hat sich in die Poren und Riefen des Furniers abgesetzt. Dafür benutze ich mal eine extra dafür gemachte Bürste, mal einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz. Bevor die Teile dann lackiert werden, müssen noch alle Stellen abgeklebt werden, auf die kein Lack soll. Dazu gehören alle Verbindungsstellen, denn der Lack verhindert, dass der Holzleim richtig greifen kann. Und natürlich auch die Scheiben der Rahmen, die ich im letzten Video gefertigt habe, sollen keine Lackschicht bekommen. Hier habe ich mir ein Stück Pappe zurechtgeschnitten. Um größere Flächen abzukleben, kann man Werbekataloge nutzen. So erfüllen die wenigstens irgendeinen Zweck, bevor sie im Müll landen. Für mein Gesellenstück benutze ich einen tiefmatten Klarlack auf Lösemittelbasis. Der muss erst ein wenig aufgerührt werden und damit keine Klümpchen oder Dreck in den Lack kommen, filtere ich ihn mit diesem Ding, was hier ein bisschen wie ein Kaffeefilter aussieht. Der Lack besteht aus 3 Teilen. Der Lack selbst, Härter und Lösemittel. Die müssen im richtigen Verhältnis und in der richtigen Reihenfolge miteinander gemischt werden. Das Verhältnis geht entweder nach Volumen oder nach Gewicht, je nach Lack. Bei diesem Lack ist es nach Volumen, also kann ich die dafür vorgesehene Skala auf dem Becher benutzen. Andernfalls käme eine Waage zum Einsatz. Es gibt Lösemittellacke und Wasserlacke. Der Wasserlack ist etwas umweltfreundlicher, eben weil er auf Lösemittel verzichtet und für die anschließende Reinigung der Spritzpistole keine Verdünnung benötigt wird, sondern man alles mit Wasser sauber machen kann. Dafür feuert er die Oberfläche weniger an. Sie wirkt etwas matter und blasser als bei Lösemittellack. Und vor allem braucht er länger, bis er weiterverarbeitet werden kann. Was für mich der entscheidende Punkt war, weil Zeit hatte ich nicht. Beim Auftragen mit der Becherpistole besprühe ich immer zuerst die Kanten und anschließend die Flächen. Dabei ziehe ich gleichmäßige Bahnen, die sich immer leicht überlappen. Ein bisschen wie ein Rasenmäher, der ein Fußballfeld mäht. Beim Auftragen muss man auf seine Geschwindigkeit achten. Ist man zu langsam, trägt man zu viel Lack auf und das gibt Nasen und Wellen. Ist man zu schnell, ist die Lackschicht zu dünn oder es wird nebelig. Ich lackiere erst eine Seite und lasse die eine Weile trocknen. Dann kommt die Rückseite. Wenn der Auftrag dann getrocknet ist, wird es Zeit für den Zwischenschliff. Dabei schleife ich den Lack mit 600er Schleifpapier leicht an. Der Zwischenschliff egalisiert die Oberfläche, macht sie also noch einmal glatt und erhöht gleichzeitig die Haftung der folgenden Decklackierung. Den Unterschied zwischen der Grundierung und der Endlackierung bemerkt man besonders, wenn man mit der Hand darüber fährt. Das Schleifen geht diesmal recht schnell, weil ich nur einmal kurz drüber gehe und nicht mehrere gründliche Schleifgänge mache.
Trotzdem habe ich es geschafft, das Furnier an dieser Ecke durchzuschleifen. Das heißt, ich habe so viel geschliffen, dass kein Furnier mehr da ist und man die MDF-Deckschicht durchsehen kann. Da die Faserung durchlaufend sein soll, kann ich auch nicht einfach ein Stück austauschen, sondern müsste den kompletten Korpus neu machen. Weil dafür keine Zeit ist, muss ich pfuschen. Ein paar Farbstifte, etwas Geduld und der Fehler ist nicht mehr ganz so auffällig wie zuvor. Dann noch die Oberfläche entstauben, wie schon zuvor, und dann die zweite Lackschicht aufbringen. Ich habe wieder alles über Nacht trocknen lassen und kann jetzt das Kreppband abziehen, das die Leimstellen verdeckt hat. Ich finde, das kann ganz befriedigend sein, zumindest wenn man den ganzen Streifen auf einmal abziehen kann. Der nächste Arbeitsschritt ist dann das Verleimen der Korpen. Das seht ihr im nächsten Video.